Hey! Hey! Meinst du nicht, du solltest dir noch ein bisschen Ruhe gönnen? Wieso? Ich bin nicht krank, ich bin nur unfruchtbar. Pass auf, lass uns doch einfach so weitermachen wie bisher, ja? Ich werde als Jockey arbeiten, und zwar für alle Rennen. Das ist wenigstens was ich kann. Ist mir nicht zu früh? Nein, kommst genau richtig. Hey! Also, was wir dir sagen wollen, Dana wird ab Herbst alle Rennen reiten. Das bedeutet natürlich erheblich mehr Trainingsaufwand. Hab ich irgendwas verpasst? Mein letzter Stand war, dass du jetzt kürzer trittst, weil ihr Eltern werden wollt. Unsere privaten Pläne tun jetzt nicht zur Sache. Im Moment will ich mich wieder voll auf meinen Job konzentrieren. Also wo war ich stehen geblieben? Hagen, warte mal kurz. Vor ein paar Wochen da hast du mich damit beauftragt, ich soll einen neuen Jockey suchen. Ah, das hat sich dann wohl erledigt. Ja, ist ja super. Ich habe vorhin mit Marie Werner telefoniert und habe sie hier zum Gespräch eingeladen. Dann musst du ihr halt wieder absagen. Da habe ich ja Glück, dass ich das jetzt noch erfahre und nicht an ihrem ersten Arbeitstag. Es tut mir leid, wenn dir das zusätzliche Arbeit macht. Aber manchmal ändern sich eben die Umstände. Hagen, ich kann das verstehen, aber man kann doch über alles reden. Christian, das tun wir gerade! Pass auf, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Ich bin hier der Chef, ich treffe die Entscheidungen. Und ich denke nicht, dass ich jede meiner Entscheidungen vorher mit dir absprechen muss. Verstanden? Kannst du mir mal sagen, was hier los ist? Bleibt alles beim Alten, ist doch gut. Ich hab dir doch gleich gesagt, dass auch andere Mütter extrem schöne Töchter haben. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Das dachte ich mir. Gott, Entschuldigung. Nein, lass, du schneidest dich noch. Ziemliche Sauerei, was? Olli, bringst du mir bitte einen Lappen und ein Kehrblech? Ich hoffe, du hast nicht zu viel abbekommen. Ach, kommt ihr mal weg hier, Josie. Würdest du mir noch mal das Gleiche machen für Rebecca und Juliette. Richtig, wir haben heute zusammen gearbeitet. Sie ist nett. Und was willst du damit sagen? Nichts. Ich finde einfach, dass ihr gut zusammenpasst. Weißt du was? Es ist mir eigentlich ziemlich egal, was du findest. Und es geht dich zwar nichts an, aber Juliette und ich sind nur gute Freunde. Nicht mehr und nicht weniger. Und genau das können wir beide eben nicht mehr sein. Und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Ich habe Hagen so noch nie erlebt. Was ist denn los? Habt ihr euch gestritten oder was? Nee, nicht wirklich. Wir haben erfahren, dass wir keine Kinder kriegen können. Also dass ich keine Kinder kriegen kann. Das tut mir leid. Ja. Aber gibt's da nicht auch immer neue Behandlungsmethoden und so? Haben wir mich auch schon von einem Spezialisten zum anderen schleppen. Aber ich stehe das nicht durch. Mir immer wieder Hoffnungen zu machen, das pack ich nicht. Das kann ich verstehen. Als ihr damals Lilly weggeben musstet, da wollte Olli es auch noch mal mit einer neuen Pflegschaft probieren. Mhm. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht. Da war unsere Ehe auch fast kaputt. Ja, aber jetzt seid ihr wieder zusammen. Aber nur weil Olli den Traum von der Familie aufgegeben hat. Ich weiß, wie schwer das für ihn war. Und ich hätte auch verstanden, wenn er das nicht gemacht hätte. Aber ihr liebt euch. So eine Beziehung, die gibt man ja nicht einfach so auf, weil die Lebenspläne gerade nicht übereinstimmen. Ja, wenn man jetzt komplett verschiedene Lebensentwürfe hat, dann wird man auf Dauer nicht glücklich, Dana. Da hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass man nur Kompromisse eingeht und...
das heißt natürlich nicht, dass... Dana, weil du nicht kannst, das ist einfach Schicksal. Das kriegt ihr hin.